Austrian Tales ist ein rumänisches Album mit den verschiedensten Perspektiven, aber an manchen Stellen klingt es wirklich wie Filmmusik. Die Atmosphäre des Albums ist so gelungen, dass Rumänen und Menschen, die in Rumänien schon waren, dieses Nostalgiegefühl hochkommen wird, wo man wirklich nach Rumänien wieder zurück muss und man Heimweh bekommt. Und den anderen, die Rumänien noch nicht kennen, wirklich die Neugierde geben und Abenteuerlust, Rumänien zu entdecken und wirklich kennenzulernen. Das Ganze war für mich wirklich ein Feuerwerk von rumänischem Charisma und zu sehen, wie auch das Ensemble reagiert auf Werke, die sie vorher noch nie gespielt haben, mit denen sie wahrscheinlich noch nie Kontakt hatten, und zu sehen, wie die Augen funkeln, die Leute angefangen haben zu lächeln und nicht mehr das unterdrücken konnten, wo wirklich die Emotionen ihren Lauf genommen haben und das sich auf alle übertragen hat. Das war einer der absolut besten Momente in dem Aufnahmeprozess. Ein Name durfte natürlich nicht fehlen auf dem Album, das ist George Enescu, der natürlich als Komponist, als Musiker so für Rumänien steht und Rumänien auch geprägt hat. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, mit diesen Werken zu beginnen. Gerade der erste Satz der dritten Sonate versprüht so eine mystische Atmosphäre und man taucht wirklich ein in diesen Nebel, der sich über einer Lichtung hebt. Für mich immer so ein Bild, das ich in der Musik wiedererkenne. Und das war für mich der perfekte Einstieg, der auch wirklich die Atmosphäre für das gesamte Album dann auch setzt. Mein erster richtiger Kontakt mit rumänischer Musik war die Ballade von Ciprian Porumbescu. Das ist ein Werk, das, wenn man Rumänen fragen würde, welches Stück kennst du, dann wäre es wahrscheinlich dieses Stück, denn das sollte mein Vater immer schon damals zig Male als Zugabe spielen. Das ist ein Stück voller Schmerz, aber auch voller Hoffnung, und je nachdem, wie man es interpretiert und welchen Nuancen, kommt dann eben auch diese Seite mehr zum Vorschein. Also wirklich auch so ein kleines Spiel zwischen Freude und Traurigkeit, aber für mich besonders interessant und besonders schön, das zu interpretieren. Ciprian Porumbescu ist leider schon sehr, sehr jung gestorben, und ein Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist, dass er sagte, als er im Sterben lag: Lasst meine Musik nicht sterben. Se nu lăsați muzica mea să moară. Und das ist was mir wirklich sofort die Tränen in die Augen getrieben hat, weil wenn man sich vorstellt, dass jemand, der so jung ist, nicht möchte, dass die Musik aufhört, das ist natürlich etwas, was ich auch sehr, sehr gerne dann auf mein Album aufnehme, um zu sagen, das ist Musik, die gehört werden muss, die da reingehört und die wichtig ist. Eine Geschichte ist auch wieder fast schicksalhaft, wenn ich darüber nachdenke, dass wir viele Perspektiven haben, aus Rumänien selbst natürlich, über Arrangeure, die das Ganze für mich arrangiert haben, meine Perspektive. Aber wenn man überlegt, dass die deutsche Perspektive von Jörg Nyman aus meiner Heimatstadt Gelsenkirchen kommt, das war für mich ein Moment, der eigentlich unfassbar war, aber ich dachte, das kann nicht wahr sein. Genauso wie Enescu ist natürlich auch Dinicu ein Name in Rumänien. Und als ich als Kind viele Aufnahmen von rumänischer Musik, auch Volksmusik gehört habe, bin ich immer über diese Virtuosität in den Bann gezogen worden, von den wunderbaren Werken, die gespielt wurden. Und für mich war klar, wenn dieses Album aufgenommen wird, dass die Cioccolia auf der einen Seite und die Hora Mațișorului beide natürlich ihren Platz finden müssen. Und das ist ein fulminanter Abschluss der CD, wo wirklich alle zusammenkommen, die gesamte Energie aus Ensemble, mir, auch Maxim Șarmu am Klavier, all diese Menschen zusammengekommen, und wir haben da was ganz Tolles kreiert. Ich würde sagen, wirklich ein Feuerwerk von rumänischem Charisma. Ich spiele Geige, seit ich 2-3 Jahre alt bin, und habe natürlich sehr, sehr viele Stunden im Laufe meines Lebens in die Geige investiert und auch viel anderes natürlich links und rechts liegen lassen, um mich genau darauf zu fokussieren. Und ich war in meinem Leben noch nie stolzer als jetzt, denn wenn man dann sieht, was man möglich machen kann mit dem Instrument, mit der eigenen Stimme, welche Geschichte man wirklich am Ende erzählen kann, wenn man es wirklich will und weiß, was man zu erzählen hat, dann macht das alles Sinn. All die Zeit, die man wirklich investiert hat, macht Sinn, und man ist einfach noch dankbar und stolz, dass man es getan hat. Und ja,
jetzt am Ende so ein schönes Album hat, mit dem man wirklich unglaublich viel verbindet. Das Album strahlt jetzt genau das aus, was ich mit Rumänien verknüpfe. Warmherzigkeit, Freundschaft, Kulinarik, wunderschöne Geschichten, all das ist jetzt wirklich abgebildet auf diesem Album.